sind in Tiflis und haben ein kleines Apartment für eine Woche gemietet, inklusive scheinbar diesem Bewohner hier. Eben beim Notar und haben ganz viele Papiere gemacht. Einmal einen Vertrag, dass Ketimobil aus der russischen Zollunion aus und wieder eingeführt werden darf. Dann haben wir gemacht eine Vollmacht, damit der Fahrer, der das Ganze macht, Ketimobil auch fahren darf. Wir sind auf dem Weg nach Rustavi und fahren dort in den Justizpalast. Denn die Unterlagen und Vollmachten für Ketimobil werden jetzt apostilliert. Hoffen wir zumindest, damit sie danach per DHL dann nach Kasachstan schicken können, um unser Ketimobil zu retten. So, wir haben die Apostille gekriegt, hier. Die ist sogar e-registered. Läuft hier alles mit SMS und ohne SMS kriegt man keinen Termin und darf nicht ins Gebäude wegen Corona und so weiter. Aber letzten Endes, wir haben es auf beiden Dokumenten. Da wartet schon jemand. In Georgien kann man SIM-Karten aus dem Automaten kaufen. Das ist jetzt Beeline. Hier kommt der Ausweis durchgezogen, hier wählt man aus, was man haben möchte und dann kommt da unten die SIM-Karte rausgespuckt. Wir fahren jetzt in Urlaub zu viert mit Hans und Oskar und meiner Frau. Also Jan fährt mit 3 Leuten in Urlaub, dazu gehöre ich, das ist nett. Ja. Wir machen eine Woche Urlaub auf dem Land, einfach mal nichts machen, eine Woche lang auf die Berge gucken. Das stimmt nicht, muss ich Einspruch einheben. Wir werden was machen. Wir werden morgens essen, mittags essen, abends essen und nachts geweckt werden, weil wir werden wieder essen müssen. Denn das Essen ist da, wo wir jetzt hinfahren, sensationell. Angekommen in unserem Urlaubsdomizil, da steht der Hans und da der Oskar. Wir sind in einem wunderschönen Haus. Hier ist unser Zimmer. Hier ist noch ein Wohnzimmer. Salat ist klasse. Kartoffeln sind Klassiker und das ist am klassischsten. Und die Suppe sieht auch gut aus. Der Hans ist ein Reifenfresser und deswegen tauschen wir jetzt nach 13.000 Kilometer die Reifen von vorne nach hinten. Jetzt kommt unser Dreckschwein Hans noch in den Spa-Bereich. Und dann kann auch für den Hans der Urlaub beginnen. Er ist hier der Jüngste und der Dreckigste. Er ist 41 Jahre alt, sieht aus wie aus dem Laden. Signagi ist wegen seiner Schönheit und der tollen Lage Georgiens Stadt der Liebe. Und dieses Rathaus hat deswegen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet. Die Welt ist so klein, vor allem wenn man über Instagram und Facebook verbandelt ist. Und dann treffen sich plötzlich auf dem Dorf 6 Mopedfahrer. Und der Hans. Kleines Moped-Treffen hier. Mäuse sind so süß. Aber nicht, wenn die im selben Bett schlafen wie man selber. Solange sie dann auch ausschlafen, ist es ja in Ordnung, aber die machen die ganze Nacht. Es war eine ganze Mäusefamilie bei uns in der Matratze heute Nacht.
Wegen unserem Mäusebaby-Problem heute Nacht dürfen wir in ein anderes Zimmer umziehen. Das hier kostet normalerweise ganze 7 Euro pro Nacht statt wie unser 6 Euro. Aber wir dürfen ohne Aufpreis im Luxus schwelgen. Wir sind heute über Nacht in Annas Gasthaus und das ist herrschaftlich. Wir waren eben auf einer Spooky-Exkursion im Dunkeln. Hier gibt es unglaublich viele verlassene Sanatorien. Und die waren jetzt im Dunkeln mit Autoscheinwerfern schon ziemlich gruselig. Der Kurort der ehemaligen Sowjetunion. 3- oder 4-mal so viele Menschen auf Kur, wie überhaupt der Ort Einwohner hatte. Und jetzt wohnen in manchen von diesen verlassenen Sanatorien Flüchtlinge aus Abchasien. Da war so ein bisschen Licht drin und ja, wir schauen uns das morgen mal im Hellen an. Paläste. Wir sind auf dem Weg, Sanatorien zu entdecken. Lost Places. Edle Marmorsäulen hier im Foyer. Gastgeberin hat uns empfohlen, in dieses Sanatorium zu gehen. Und wir verstehen warum. Die Leute, die hier wohnen, haben tatsächlich Glasfaser-Internet. Zurückbleiben bitte. Der Adler aus Sochi fährt ein. Die Russland-Visa heute bekommen mit dem 3-Stunden-Express-Service. Für schnäppchenhafte 558 €. Super. Aber alles billiger als kasachischen Zoll zu bezahlen oder Kredimobil auf den LKW zu stellen und mit der Spedition nach Hause schiffen zu lassen. Zum Glück haben wir billige Flüge dahin gefunden. Ja, der Flug kostet 239 €. Billiger als es nicht. Heute bringen wir Hans und Oskar in eine Lagerhalle, um sie einzulagern, während wir nach Russland fliegen. Natürlich passendes Wetter dazu. Aber hier sieht man auch wieder, das ist unglaublich, der Oskar, der hat eine Schlafdecke gekriegt. Connected.